Ja, moin Leute, die Beziehungen sind nun endlich ausgerollt für alle Spieler hier in The Walking Dead Survivors. Und wie ihr gesehen habt auf meinem Season X Account, da sieht es echt düster aus. Ne, kennt ihr ja wahrscheinlich. Willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht Toastbrot. Aber ich bin ganz alone. Alleine in der Season 10. Deswegen switchen wir hier zu meinem zweiten Account rüber. Und zwar zum Server 20.163. Und wir gucken uns mal hier die Beziehungen an. Ich versuche das für euch ganz kurz zu halten, damit ihr es auch ein bisschen besser versteht, ohne Schnickschnack, ohne hin und her. Das sind die Beziehungen. Ne? Ihr findet die auf eurem Profil. Ihr seht, wie gesagt, die Dreiergruppe, und zwar einmal das Love Couple, dann einmal die Besties und einmal das Death Squad, ne? Das Todesschwadron. Die Besonderheit beim Love Couple ist, dass es noch eine Unterkategorie hat, und zwar Bloodbound. Ich erkläre euch erstmal, wie ihr überhaupt Beziehungen eingehen könnt. Und zwar geht das so, ihr geht einfach auf der Karte random, sucht euch euren Partner aus. Ne? Zum Beispiel nehme ich jetzt mal hier, ich nehme mal den Gabriel. Ich gehe auf sein Profil rauf, tippe auf Relationships in der Beta-Phase. Er hat auch noch keinen, also tippe ich hier auf das Plus und mache Apply. Damit habe ich ihm eine Anfrage gesendet. Das mache ich auch mit den anderen Gruppen. Apply. So, und Apply. Und gehe wieder zurück auf meinem Profil. Und wenn Gabriel das gesehen hat, hat er hier oben oder habt ihr allgemein den Button Messages, also Nachrichten. Und hier seht ihr dann alle Einladungen, und die Einladungen, die ihr angenommen habt, die könnt ihr hier dann verfolgen und auch begutachten. Und wenn ihr ja jemanden habt, so wie ich jetzt, ich habe jetzt hier die Zita hier, und wir haben uns hier für Bloodbound entschieden. Warum Bloodbound? Wir haben nämlich einen Fehler gemacht, und den Fehler dürft ihr nicht machen. Ihr seid erstmal froh, dass ihr eine Beziehung habt. Ihr seht, oh geil, ich kann das upgraden. Ja? Ihr tippt dann hier rauf, gradet das ab und seht dann, ach Mist, das ist ja für Scharfschützengesundheit, ja. Einige Spieler sind auf Scharfschützen eingestellt, andere Spieler auf Kavallerie und andere Spieler auf Nahkampf. Bevor ihr XPs ausgibt, guckt vorher, was ihr oder was für einen Buff ihr haben möchtet. Wir haben uns dafür entschieden, unten bei der Gruppe Bloodbound auf Nahkämpfer Verteidigung zu gehen, weil natürlich wir Nahkämpfer benutzen, und das Ding ist, ihr könnt bei jeder Gruppe euch später entscheiden. Hier in der Gruppe geht das, weil ihr 2 Unterkategorien zur Verfügung habt. Bei den Besties oder beim Death Squad, da gibt es noch keine Unterkategorie. Heißt, ihr wisst schon, ja, im Laufe des Spiels werden Unterkategorien, kommen. Das heißt, es ist wie gesagt eine Beta-Phase, und da kommen garantiert noch Unterkategorien. Also, ihr habt jetzt gesehen, wie ihr Freunde einladen könnt. Ja, und wenn ihr eingeladen wurdet, seht ihr das immer hier unter dem Punkt Messages. Jetzt seht ihr, wir sind aktiv. Ja, wir sind aktiv, weil jeder einen Partner hat. Ne? Also Zita hat mich als Partner und ich habe Zita als Partner. Nun können wir das Ganze aufleveln. Wie leveln wir das auf? Und zwar seht ihr hier schon den Button Upgrade. So. Und dann seht ihr diese komischen Icons. Ne? Diese Icons sind so die XPs, was ihr auch bei den Hunden kennt. Diese Bücher. Ne? Hier sind es keine Bücher, hier sind es Herzchen. Wir gehen auf Mehr bekommen und sehen hier, oh, jetzt können wir endlich unseren alten Stuff eintauschen, aber Obacht, ja, weil wenn wieder der Tauschmarkt kommt und ihr braucht Stahlrohre und so, könnt ihr die ja auch tauschen, und zwar mit diesen alten Medaillen, mit dem Blau, mit dem Grün, Lila und Legendär. Tauscht nicht zu viel, weil ihr müsst genau überlegen, okay, nutze ich die jetzt für die Beziehungen oder später im Tauschshop. Ich habe das schon gemacht. Ihr seht hier unten, ich bin schon voll. Und der Nachteil ist, wenn du schon voll bist, musst du 6 Tage oder 7 Tage warten, bis du hier unten das wieder einsammeln kannst. Ja? Das heißt, ihr tauscht euren Schrott, der hier oben ist, um in diese, ich nenne das jetzt erstmal Herzchen-Icons. Habt ihr das getauscht, könnt ihr dann mit Tipp auf das blaue Feld, das geht bei mir jetzt nicht, weil ich keinen übrig habe, ne? Könnt ihr auf blau, episch oder legendär tippen, und ihr levelt somit, hier oben steht, ne, dem Balken levelt ihr auf, und je höher dieses Level ist, umso mehr Buffs bekommt ihr, und ab Level 20 könnt ihr das Ganze sogar visuell auf der Karte sehen. Ja? Wie funktioniert das? Dieses Visuelle funktioniert so, dass ihr hier neben Privilegien einen Regler habt. Ihr könnt euch das vorher angucken. So würde das jetzt hier aussehen. Möchtet ihr das haben, müsst ihr beide den Regler nach rechts schieben. Und zwar bei dem Effekt, den ihr haben möchtet. Wollt ihr jetzt zum Beispiel den Bloodbound-Effekt haben, und zwar hier mit den 2 Pistolen, dann tippt ihr beide den Regler hier nach rechts,
und beide können das dann auf der Karte sehen. Aber erst ab Level 20. Früher war das so, oder vor ein paar Monaten, es war nicht aktiv, sobald die Reihe nicht voll war. Jetzt reicht ein Partner und der Buff ist aktiv, ne, das seht ihr hier. Und bei den Besties bekommt ihr Kavallerie Lebenspunkte und Scharfschützen Trainingsspeed. Wir haben hier auch wieder einen Fehler gemacht. Levelt das nicht auf. Wenn ihr jetzt nur auf Nahkampf geht, braucht ihr die Besties nicht machen. Die bringen euch nichts. Ihr verschwendet da nur unnötig XPs. Und bei dem Death Squad, beim Todesschwadron, da könnt ihr das wieder machen, wenn ihr auf Nahkampf ausgerichtet seid. Ne? So wie bei uns hier. Wenn ihr nur Scharfschützen habt, müsst ihr halt gucken, okay, welche dieser Gruppen gibt Scharfschützen und da investiert ihr dann eure XPs rein. Die ganzen Attribute könnt ihr hier oben sehen, welche aktiv sind. Ist ganz nett, aber auch hier wieder Obacht, diese XPs sind wie gesagt begrenzt. Ihr könnt euch XPs kaufen und zwar jetzt aktuell mit diesem Pass. Und ja Leute, 25 dieser Epic Icons könnt ihr ergattern, aber für 23,99 €, das ist es mir nicht wert. Ja? Also wenn ihr Free-to-Play seid, wartet ihr immer eine Woche ab, bis der Timer im Shop, ne, also hier unten, wieder abgelaufen ist und wieder neu anfängt. Dann könnt ihr wieder tauschen, bis ihr nichts mehr zum Tauschen habt. Ja? Und dann steht ihr da, ihr habt nichts mehr. Das ist, glaube ich, auch das Ziel von den Entwicklern. Ne? Irgendwann haben sie alles weggetauscht und die wollen das unbedingt aufleveln. Ja, dann müsst ihr euch halt Pakete kaufen. Ne? Vielleicht gibt es noch Events, wo es die kostenlos gibt. Müssen wir mal gucken. Ansonsten denke ich mal, habt ihr soweit alles verstanden. Ne? Ihr sucht euch einen Spieler auf der Karte, tippt auf sein Profil, lädt ihn ein, er nimmt die Einladung an. Ihr levelt natürlich diese Gruppe, die ihr unbedingt aufgelevelt haben möchtet. Ja, guckt auf den Buff, verschwendet keine XPs und das war es eigentlich auch schon. Mehr gibt es nicht. Ja? Verlässt du die Gruppe, geht das Level runter und du hast einen Cooldown von, glaube ich, 6 oder 7 Stunden. Das heißt, in diesen Stunden kannst du keine weitere Beziehung mehr eingehen. Ja? Okay, gut. Wenn ihr dazu Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten ja, wünsche ich euch viel Spaß mit den Beziehungen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, bis dann. Euer Sultai.